Wir sind in Zittau. Grüner Pfeil. Ja, wir sind in Zittau unterwegs. Ich habe da eine Lieferung gemacht. Jetzt haben wir gedacht, mache ich heute mal auch ein Live. Aber sonst mache ich immer nur am Wochenende. Ne? Apropos Wochenende. Ich war ja dieses Wochenende auf dem Bulldog-Treffen in Chemnitz. Also Chemnitz mit K, weil wenn ich das andere gemeint hätte, hätte jetzt Karl-Marx-Stadt gesagt. Nee, und da habe ich ein Video gemacht davon, den Livestream habe ich davon gemacht und ein Video habe ich auch, aber der kommt später, den muss ich erst noch bearbeiten. Und dann waren wir noch am Wochenende auch noch auf dem Altstadtfest in Görlitz. Und am Sonntag war ich in der Tschechei, da habe ich Holzbriketts geholt und heute haben wir eben eine andere Lieferung zu machen. Ist jetzt egal. Betriebsgeheimnis brauchen wir jetzt nicht drüber reden, weil das ist ein Industriekunde, das muss jetzt nicht jeder wissen. Und jetzt fahren wir jedenfalls nach Skorzelec zurück, aber ich muss vorher noch woanders hin. Und ja, ich war neulich mal vor einer Zeit in Berlin oben mal wieder. Und da habe ich, als ich fertig war mit meiner Uhr, mal schnell einen Abstecher gemacht ins Technikmuseum. Das ist da beim Anhalter Bahnhof. Auf dem Bahngelände, na, da ist zum Beispiel ein ehemaliger Lokschuppen, da ist ein Eisenbahnmuseum mit drin. Ja, in diesem Technikmuseum, da gibt es verschiedene Themen, so allgemein Industrialisierung, Dampfmaschinen und Webstühle, Industrialisierung halt. Ne? Und dann gibt es ein Thema Schifffahrt und ein Thema Luftfahrt und eben auch ein Thema Eisenbahn. Und da habe ich zu jedem Thema ein Video gemacht dazu. Das Video, das ich da gemacht habe, ist natürlich nur ein kleiner Überblick, weil wenn man sich das ganze Museum anschaut, alle Themen wirklich alles anschauen will, dann muss man der ganze Tag einplanen. Ne? Und ich hatte ja Vormittag meine Lieferung zu machen. Ich hatte nur nachmittags Zeit und wollte ja auch noch zurückfahren. Da habe ich mich also auf die wichtigsten Sachen konzentriert nur. Und ich weiß gar nicht, was das Eintritt gekostet hat. Keine Ahnung, das wird aber im Video erwähnt. Und den ersten Video aus dieser Serie habe ich jetzt gestern veröffentlicht, online gemacht. Wer sich dafür interessiert, kann den ja anschauen. In der Beschreibung zu diesem Livestream hier oder auch eine Beschreibung zu allen anderen Livestreams findet man unten immer verschiedene Links zu meinen, der Audi da vorne fährt mit Öl, riecht zumindest so. Und also Links zu meinen Playlists
meine Playlists haben natürlich auch verschiedene Themen. Roadview zum Beispiel, also das sind reine Fahrvideos, wo ich also mit der Dashcam oder mit der anderen Kamera da nur die Fahrstrecke aufnehme, ohne irgendwas dazu zu sagen, meistens zumindest ohne Kommentar. Ne? Und dann gibt es auch welche mit Kommentare, das sind dann die Drive and Talk. Ah ja, und ich habe noch vergessen zu erwähnen, die Roadview, das ist also die Liste Roadview, da habe ich 1 und 2. Und Drive and Talk, da fahre ich auch so wie jetzt und erzähle irgendwas dazu, gebe meinen Senf zu verschiedenen Themen ab. Dann habe ich eine Playlist Trucking, da ist alles, was mit dem LKW-Fahren zu tun hat, mit dem Großen, aber mit dem Kleinen. Dann habe ich natürlich Reisevideos dabei von meinen Marokko-Reisen. Da war ich jetzt auch schon 3-mal unten, und zwar einmal mit dem Flieger und 2-mal runtergefahren. Da gibt es dann auch 2 verschiedene Playlists dazu. Dann habe ich noch Shopping-Vlog und Tanken. Dieses Thema habe ich angefangen da zur Corona-Zeit, weil ich wissen wollte, ob es auch anderswo kein Klopapier mehr zu kaufen gibt. Ne? Ob also nur die Deutschen so hysterisch sind und die Läden leer gekauft haben, und ich muss sagen, ja, das war so. In Polen und in der Tschechei, da gab es diese Probleme nicht. Und da habe ich dem damals angefangen, auch nebenbei die Preise zu vergleichen. Ne? Am Anfang noch so rein sporadisch. Und dann habe ich es richtig versucht, objektiv zu machen, habe mir eine Einkaufsliste geschrieben und habe in den verschiedenen Märkten genau immer die nach dieser Liste vergleichbare Artikel gesucht und die Preise notiert. Ne? Wer sich dafür interessiert, kann ja mal die Playlist Shopping Vlog durchschauen. Ja, und was habe ich noch? Was habe ich noch? Ah ja, hin und wieder mache ich so Videos von Dashcam-Aufnahmen, aber nur 3-4 im Jahr. Also wer nur Dashcam-Aufnahmen sehen will, also so von was andere Autofahrer für einen Blödsinn unterwegs anstellen, da müsst ihr die bekannten Dashcam-Kanäle abonnieren, das seid ihr bei mir falsch. Ich tue nur die Sachen mal in einem Video zusammenfassen, die mir persönlich unterkommen, also meine eigenen Dashcam-Aufnahmen. Wobei ich allerdings dazu sagen muss, dass ich selbst nur wenig aufnehmen, weil die meisten Sachen sind doch irgendwie weil wenn man einer so direkt vor die Nase fährt, dann muss es schon richtig knapp sein, aber die meisten Sachen sage ich immer, ach, ist gar nicht der Rede wert. Ne? Ja, und jetzt ist hier auch die Straße gesperrt, jetzt müssen wir hier ein bisschen einen Umweg noch fahren, aber das spielt jetzt keine Rolle. Meinen Termin habe ich ja schon erledigt, weil gekommen bin ich von der anderen Seite. Aber ich wollte jetzt hier ein bisschen Mautausweichstrecke fahren, weil ich habe jetzt keinen Bock dann schon wieder zu bezahlen. Ne? Weil soll ja am Ende des Tages ein bisschen Geld übrig bleiben und nicht nur Rechnungen bezahlen. Ne? Ja, und wer sich für den ganzen Kram interessiert, was ich gerade erzählt habe, ne? Da wäre jetzt die Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren. Da gibt es unten eine Schaltfläche abonnieren, da klickt er drauf. Ne? Und natürlich gibt es ja immer wieder so wie jetzt Live-Videos, wo ich einfach auf meine Touren unterwegs bin und dann mal ein bisschen auch vor mich hin babbel, Sachen erzählen, die mir gerade einfallen. Und manchmal habe ich auch noch so Sightseeing-Geschichten dabei, also wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwo bin, wie da neulich in Berlin, wo ich dann die Gelegenheit nutze, mal
ins Museum zu gehen, weil von mir, von Skorschelitz nach Berlin, sind doch ein paar Stunden Fahrt. Und es fährt man nicht einfach mal so, nur um ins Museum zu gehen, sondern da fahre ich halt hin, wenn ich da was zu tun habe, einen Termin habe, Lieferung zu machen. Und wenn ich dann damit fertig bin, dann tue ich eben mir noch irgendwas aussuchen, was ich mir anschaue in Berlin. Aber wenn man schon mal da ist, nutzt man das auch aus. Und ich meine, Berlin ist eigentlich auch immer irgendwas interessant. Da gibt es so viele Sachen anzuschauen, die man sehen kann. Da gibt es so viel, da gibt es Museen, da gibt's, wo ich schon mal war, das war bei den Russen, das ehemalige Hauptquartier von der sowjetischen Armee. Das ist aber schon länger her. Da habe ich auch ein Video gemacht dazu, das findet ihr in der Sightseeing-Vlog, ne? Playlist Sightseeing. Und ich habe dann noch eine Playlist, was mir gerade einfällt, das heißt Barbeck unterwegs. Das sind die allerersten Videos, die ich gemacht habe. Das sind die allerersten Videos, die ich gemacht habe. Die älteren noch ein bisschen dabei. Jetzt ich lesen. Hallo zusammen. Jetzt ich lesen. Hallo zusammen. Ja, also jetzt hat man gerade ein Funkloch, ne? Was ich gerade sagen wollte, ja, ich habe jetzt hier was, mein Beifahrer hat mir was vorgelesen von offenbar einem Zuschauer aus Zittau. Christian. Ja, Christian, das ist richtig. Viele Grüße in die Heimat. Versuch mal Krankenhaus, Gialetstraße. Ich verstehe ganz 6 und 8. Da habe ich mal gewohnt. Jetzt ich verstehe. Ja, und wie du jetzt siehst, sind wir jetzt schon aus Zittau wieder raus. Ja, das habe ich jetzt leider etwas zu spät mitbekommen. Ich hätte jetzt noch eine Stadtrunde gefahren, aber ich glaube, ich habe irgendwo schon einmal ein Video mit Zittau Stadtrunde. Wer kann machen das Samstag? Kann ich jetzt allerdings nicht sagen. Aber ich komme hier öfter mal so, also so, wenn du hier aus Zittau bist. Ich habe auch Videos von Oberlausitz, eine Rundfahrt, wo ich schon gemacht habe. Ne? Das ist dann, glaube ich, auch bei Roadview dabei. Da guckst du mal rein. Ich mache ja öfter mal so Videos, wo ich hier in der Gegend rumfahre. Und weil ich bin ja immer so an meine Touren, so entweder sind dann im Dreiländereck, da hier Deutschland, Polen, Tschechei unterwegs. Ne? Aber ich war jetzt auch dieses Jahr schon in Spanien unten, in der Lieferung. Die sucht wohl Pilze da, die Frau. Wir müssen aufpassen, weil der Anhänger ist ein bisschen breiter wie mein Truck, damit ich die nicht mitnehme hinten. Ja, und also wie gesagt, ich mache hin und wieder mal so Rundfahrten hier aus der Gegend, wo ich es mal mitlaufen lasse, auch ohne mein Geplapper zwischendrin, wo ich einfach nur die Dashcam laufen lasse und dann man die Gegend hier sehen kann. Wenn dich das interessiert, kannst du mal reinschauen. Ich weiß, ich habe immer, wenn ich solche Videos mache, immer wieder mal Leute, die früher hier mal gewohnt haben, dann zur Mauer rüber gemacht sind. Ja, und bei mir vielleicht jetzt hören könnt, bei mir war es andersrum. Ich bin von drüben rüber gekommen. Ja.
weil ich habe ja Fernverkehr Osteuropa gefahren. Ne? Das war in den 90er Jahren. 1995 habe ich meinen ersten Lastwagen gekauft. Ne? Und da bin ich viel Russland, Kasachstan gefahren und so. Damals hat man leider noch keine Smartphones 1995 und noch keine ordentlichen so Digitalkameras, dass man hätte können, na sag schon, interessante Videos machen. Ne? Und da habe ich nur ein paar Fotos, ein paar alte von früher noch. Da habe ich mal ein paar so, wie nennt sich das, Slideshows, Videos in der Tracker-Playlist. Aber ich finde es schade, dass wir damals noch nicht diese Möglichkeiten hatten, wie wir es heute haben. Ne? Also jetzt stell dir mal vor, ich würde ein Video machen von hier bis nach Kasachstan. Ne? Natürlich nicht ein Video am Stück, sondern mehrere. Ne? Und ja gut, damals gab es auch noch das Roaming nicht. Na, heute hat man ja überall Verbindung, außer man fährt in Deutschland rum, da reißt sie immer wieder ab. Aber selbst ehemalige Sowjetstaaten wie Litauen und so weiter, da kannst du überall, hast du 5G-Empfang. Ne? Und hier musst du froh sein, wenn du 4G hast. Ne? Neulich bin ich wo lang gefahren, da ist es auf Edge und da hat es mir Edge angezeigt, da war natürlich da nichts mit Livestream. Ne? Und das in Deutschland, ne? Industrienation, und bringt sie fertig, ein flächendeckendes Funknetz da aufzubauen. Ne? Sowas sind natürlich die Sachen, die mich nerven, aber wenn ihr jetzt vergleicht zu früher, da hat man ja überhaupt nicht, und es gab zwar schon Funknetz, ne? Ich weiß, 1995 habe ich so ein Nokia-Telefon gehabt. Ich glaube, das liegt noch heute bei mir im Schrank. Ich habe im Wohnzimmer so eine Glasvitrine, wo ich alle möglichen alten Telefone habe. Das älteste ist von 1911, ne? So ein Candlestick-Telefon. Und da liegt da irgendwo mein altes Nokia noch dazwischen. Und wenn es einschaltet, ist garantiert noch mindestens ein Strich Akku. Weil diese alten Nokias, die hatten das so, aber wie gesagt, was hast du denn damit gemacht? Telefoniert und SMS geschrieben, mehr hast du damit nicht gemacht. Das war ja kein Smartphone, das war ja nur ein Telefon. Ne? Und die haben wir aber immer ausgeschalten, bevor wir aus Deutschland rausgefahren sind, weil Auslandsroaming war damals ja unbezahlbar teuer. Ne? Mit 1,99 glaube ich pro Minute. Ne? Da hast du natürlich gesagt, nee, da schalten wir lieber ab, nicht dass die Freunde dann irgendwie die Mailbox voll quatschen, und dann musst du das ist nämlich so, wenn du im Ausland bist, im Roaming, also heutzutage in der EU gibt es ja das kostenlose EU-Roaming, da kannst du ja auch, wenn du in Polen oder sonst wo bist, zu deutschen Tarifen telefonieren und so weiter, aber damals war das ja nicht so. Und wenn du jetzt dein Telefon ausgeschaltet hast und warst aber im Ausland und hast es dort ausgeschaltet und es hat ja einer angerufen und dann ging das erst ins Ausland und dann vom Ausland wieder zurück auf die deutsche Mailbox, und das hast du als Empfänger bezahlt, nicht der dich angerufen hat. Ne? Und das ist einem Kollegen damals passiert. Da haben ihm alle möglichen Leute die Mailbox zugetextet, und hat der 600 Mark Telefonrechnung gehabt. Ne? Und da haben wir gesagt, hey, wir schalten die immer aus, bevor wir rausfahren. Wir sind dann eben für die anderen erreichbar. Dann waren wir halt 4 Wochen unterwegs, waren wir nirgends erreichbar. Und vom Ausland mit Münzfernsprecher brauchst du gar nicht probieren. Da brauchst du ja einen Eimer voll Münzen, ne? Und ja, man konnte natürlich an den verschiedenen auf den LKW-Rastplätzen, da gab es so
Telefone, wo du dann Verbindung gekriegt hast. Das war ein Festnetzanschluss, also kein Münztelefon, aber diese Tankstellenbetreiber, die haben dich dann auch ganz schön abgezockt. Ne? Und da waren wir halt nicht erreichbar ein paar Wochen. Ne? Und du musst dich dann um alles selbst kümmern. Ne? Wenn du da im Fernverkehr warst, du hast da kein Navi gehabt, du hast nur mit Landkarten navigiert, du musstest dich in einer fremden Sprache zurechtfinden, wenn du irgendwo was gesucht hast. Wenn du eine Panne hattest, musst du es selber reparieren, deshalb sind hauptsächlich immer gern gelernte Kfz-Mechaniker eingestellt worden als Kraftfahrer. Und ja, und wenn du dann leer warst, die Ladung abgeliefert hattest, dann musst du dich selbst um die Rückladung kümmern. Da konntest du nicht in der Firma einen Disponent anrufen, was soll denn jetzt machen, sondern musstest selbst die Speditionen und Firmen abklappern, ob die irgendwo eine Ladung ergatterst. Ne? Und das habe ich 2 Jahre gemacht und dann habe ich eben 1995 gesagt, also wenn ich mich schon um alles selbst kümmern muss, ne? Wenn ich unterwegs bin, dann kann ich mir meinen eigenen Lastwagen kaufen und auf eigene Rechnung fahren. Ne? Ja, so habe ich das dann eben gemacht damals. Ne? Ja, ich bin jetzt hier am Fahren, ich kann jetzt leider nicht genau lesen, was ihr da schreibt. Ich halte dann gleich mal kurz wo an und dann lesen wir die Kommentare durch. Weil jetzt bei dem Truck hier habe ich das auf der Beifahrerseite installiert, weil ich habe hier schon das Navi vor der Nase und dann noch die Dashcam und da will ich nicht das Telefon auch noch, weil ich muss ja irgendwo mal auch noch sehen, wo ich hinfahre. Ne? Obwohl bei den Strecken, wo ich jetzt hier fahre, da könnt ihr eigentlich die Augen zumachen. Hier bin ich schon so oft lang gefahren. Ne? Da finde ich auch der Weg im Schlaf, wie man so schön sagt. Aber ich muss jetzt mal kurz bei einer Gelegenheit anhalten. Ja, und was wollte ich jetzt eigentlich noch erzählen? Ja, und wenn wir eben da Kasachstan gefahren sind, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ein Land, das ist riesengroß und hat bloß so viele Einwohner wie die DDR früher hatte. Ne? Du kannst da stundenlang fahren, ohne dass du eine Ortschaft oder irgendwas, ne? Oder dass dir überhaupt einer entgegenkommt. Und entsprechend ist natürlich auch das Straßennetz nicht so gut ausgebaut. Ne? Oftmals nur planierte Schotterpisten, ne? Die natürlich dann irgendwann auch ausgefahren ist. Ne? Und da konntest du streckenweise nur 30 fahren. Ne? Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Land, da hast du 3000 Kilometer Fahrt und du musst da mit 30 rumschleichen, weil die Straße lauter Löcher hat. Ne? Du denkst, du kommst nie voran. Ne? Und du hast da keine Berge, nichts, du hast nur flaches Land. Du siehst gar nicht, dass du vorankommst. Ne? Du fährst und fährst und fährst und denkst, du bist immer noch an der gleichen Stelle. Ne? Ja, aber wenn du dann mal einschläfst und eben rauskommst, passiert nicht viel, weil es geht ja eben raus und du fährst ja auch nicht schnell. Ne? Ja, und wir sind aber auch immer mit 2, 3 Lastwagen gefahren. Damals ist nie einer allein gefahren. Und selbst wenn die Firma das damals nur einen Lastwagen gehabt und da habe ich mit einem ehemaligen Chef da zusammengearbeitet und da sind wir halt in der Kolonne. Ne? Oder man hat sich unterwegs irgendwo andere deutsche Fahrer gesucht. Ne? Weil zum einen will man sich unterhalten während der Fahrt. Ne? Da hast du deinen Funk eingeschaltet, hast dich mit den Kollegen unterhalten, weil den Radio, den verstehst du halt nicht. Ne? Ja, und dann, wenn du dann irgendwo übernachten tust, na, dann haben wir uns so zusammengestellt, wie so eine Wagenburg, wie man so als Wildwesten sieht, na, so im Kreis. Und da haben wir halt ein bisschen getragen und gemacht und ein paar Bierchen getrunken. Na.
und der Grill rausgemacht. Wir haben immer gegrillt, wenn wir Zeit hatten. Na. Ja, und da warst du wochenlang unterwegs. Na. Und bis du wieder da warst, hast mit der Firma nichts zu tun gehabt, hast mit dem Chef nichts zu tun gehabt, hast mit niemandem irgendwas zu tun gehabt, warst nur mehr für dich alleine. Ne? Mit den Kollegen halt, und man hat sich gegenseitig auch geholfen, wenn man eine Reifenpanne hatte oder so. Und manchmal musste man sich auch gegenseitig rausziehen, weil hin und wieder hat man sich eben auch festgefahren, ne? Wenn es geregnet hat und die Piste ein bisschen matschig war, na, und dann ist es eben vorgekommen, dass sich mal einer festgefahren hat. Dann hat man sich gegenseitig ab. Na. Ja, da gab es das nicht so wie heute, da hast du eine Reifenpfanne, stehst da an dir vorbei. Das hat es damals nicht gegeben. Der Erste, der kommt, der hat angehalten und hat geholfen. Ja. Es sei denn, du warst schon mit einem Konvoi zu viert oder so unterwegs, dann braucht natürlich kein Fremder dazu noch. Und ein paar Kollegen waren da so, man hat unterwegs auch alles repariert, na, wir waren ja alle eigentlich gelernte Kfz-Mechaniker, na. Ich habe keinen Kraftfahrer gekannt, der irgendwas anderes gelernt hat. Beim Fernverkehr sind nur, das war das erste, was das Chef gefragt hat, wenn du dich beworben hast, was hast du denn gelernt? Na? Und wenn ich gesagt habe, als Kfz-Mechaniker, dann hast du die Stelle schon fast sicher gehabt. Na? Ja, und da musstest halt zusehen, wie du deine Karre wieder in Gang kriegst. Na? Zumindest so weit, dass du dann bis zur nächsten Werkstatt fahren kannst. Die musstest du auch selber suchen, wo die ist, die nächste. Jetzt so wie heute, nimmst du dein Smartphone in die Hand, rufst an und da kommt einer, der dich da abschleppt in die Werkstatt. Das gab es früher nicht. Du musstest alles selbst erledigen. Und ich weiß von Kollegen, die haben auf dem Parkplatz Zylinderkopfdichtung repariert. Na? Und heute gibt es Kraftfahrer, also ich meine, von den Pkw-Fahrern will ich gar nicht reden, aber Lkw-Fahrer gibt es heute, die können nicht einmal einen Reifen selber wechseln. Ne? Und wir haben damals noch Zylinderkopfdichtung repariert unterwegs. Ne? Natürlich musstest du erst einmal das passende Ersatzteil besorgen, ist auch klar, aber wenn du zu viert warst, ne? 3 haben geschraubt und einer ist irgendwo fortgefahren, hat abgesattelt und ist fortgefahren, hat das Ersatzteil gesucht. Ne? Und wenn der wiedergekommen ist, da war schon alles so weit zerlegt, dass man nur noch die Dichtung einbauen musste und wieder zusammenschrauben. Ne? Ja, das ist natürlich nicht laufend passiert, sowas. Ich weiß jetzt von den Kollegen, mit denen ich damals zu tun hatte, war das ein einziges Mal, dass wir so Arbeit machen mussten. Aber so kleinere Schäden sind dann natürlich schon öfter mal vorgekommen. Hi Thomas, machen Sie bitte. Ja, ich begrüße alle, die jetzt neu sich dazugeschaltet haben. Danke. Wer es nicht weiß, wir sind jetzt auf dem Weg von Zittau raus, jetzt fahren wir hier Richtung Löbau. Und dann weiter nach Skolnitz in meine Firma, aber bis Löbau werde ich nur den Livestream laufen lassen, weil ich muss dann noch was abholen und bei den Kunden filme ich nicht. Und jetzt muss ich mal ein kleines bisschen einen Schluck trinken, weil sonst wird mir der Mund so trocken. Hallo zusammen. Liebe Grüße. Ja, wir haben ja, ich muss ein bisschen lauter sprechen, weil das Mikrofon, das Telefon steht ja auf der Beifahrerseite. Ne? Und da ich ja von euch keine Antwort kriege, muss ich ja immer am Stück reden. Da fühle ich mich immer wieder Eberhard, ein ehemaliger Kollege von mir, der ist ja leider auch schon gestorben, das war in der Zeit, wo ich noch junger Kraftfahrer war. Das war einer von den älteren Fahrern, der hat wirklich jeden Rasthof gekannt, jeden Imbiss, 20 Kilometer neben der Autobahn, der hat alles gewusst. Ne? Das war nur einer von den Kollegen, die sind noch früher
in Iran mit dem LKW gefahren. Ne? Da hat er erzählt, wie das früher war. Das war ja zu meiner Zeit, als ich dann Anfänger war mit dem LKW fahren, nicht mehr der Fall. Da ist man nicht mehr Iran gefahren. Da war halt das gerade mit der Mauerfall und da sind wir halt dann Richtung Russland und Kasachstan und so weiter gefahren. Ne? Da war halt Osteuropa angesagt. Ne? Ja. Und der Eberhard, und bei uns hatte ja jeder Funkgerät drin. Ich habe jetzt hier auch noch ein Funkgerät drin, aber das schaltet nicht mehr ein, weil es spricht ja niemand mehr über Funk. Ne? Die datteln ja alle an ihrem Smartphone rum, ne? Heutzutage. Ne? Aber damals hast du noch viele Leute, viele Kraftfahrer am Funk gehabt und jeder hat seinen eigenen Namen gehabt. Und der Eberhard, den haben wir Radiomann genannt. Den Spitznamen, diesen Funknamen haben wir ihm verpasst und der hat ihn dann irgendwann angenommen, ne? Weil er konnte 3 Stunden lang reden, ohne Luft zu holen. Ne? Da haben wir immer gesagt, das machen wir Pause, wir wollen auch mal was sagen. Ne? Und weil der eben wie im Radio in einer Tour bla 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 und da haben wir den immer der Radiomann genannt. Ne? Die Mann schreiben, gleich kommt Ehrenhus. Stimmt's? Das Ja, ist gleich ganz kommt Janot, ja, da kennt sich jemand aus. Da kennt sich jemand aus und hier die 30. Ja, und da hatte eben jeder so seinen Funknamen. Und natürlich gab es in jeder Firma auch einen Cowboy. Und das waren dann eben die Kraftfahrer, die haben also die Westernklamotten angehabt, Cowboystiefel, Cowboyhut, ne, und so. Und da haben wir die halt Cowboy genannt. In jeder Spedition gab es da mindestens einen. Und also ich habe mal probiert mit Cowboystiefeln, also da tun mir die Füße weh. Also ich kann das nicht, weil die laufen ja vorne so spitz zu. Ne? Also für mich wäre das nichts. Ne? Und ja, jeder halt so seinen Stil. Aber wir haben damals gedacht über die Leute, da, über die Cowboys. Aber ich muss sagen, die hatten zumindest ihre Klamotten ordentlich, ihr LKW ordentlich, ne? Und so. Ne? Und wenn man so sieht, wie manche heutzutage aus dem Fahrerhaus aussteigen, da denkst du, die sind gerade über die Müllhalde gekrabbelt. Ne? Und wenn sie dir näher kommen, dann riechen sie auch so, wie sie aussehen. Ne? Da denke ich mir immer, Mensch, was ist mit den Leuten los? Man muss sich doch schämen, wenn man so rumläuft. Ne? Aber manche sind da anscheinend völlig schmerzbefreit. Ja, und hier links ist die Firma von den Herrnhuter Sternen. Nachdem wir ja jetzt hier Ortskundige dabei haben unter den Zuschauern, erwähne ich das mal kurz. Herrnhuter Sterne. Ja, ich habe auch welche im Fenster zu Hause hängen. Die schalte aber erst dann wieder ab November ein. Obwohl ich es jetzt zwar das ganze Jahr hängen lasse, ne? Weil ich bin einfach zu faul, da jedes Mal auf die Leiter dann zu klettern und die Sterne wieder abzuhängen. Ich lasse die dann hängen und tue halt nur im Winter dann einschalten. Ne? Aber da bin ich nicht der Einzige. Ich sehe da viele, wo man an die Häuser vorbeifährt, wo auch im Sommer die Sterne draußen hängen. Und ich sehe sogar Leute, die sie sogar im Sommer einschalten nachts. Ne? Das habe ich auch schon gesehen. In Zittau bin ich geboren. Ich wohne im Lobau. Ja, in Zittau geboren. Ja, was und du wohnst jetzt in Löbau. Ja, da bist du ja nicht weit weggekommen von deiner Heimat. Ne? Da kannst du ja noch einmal eben dich ins Auto setzen und dahin fahren. Ne? Oder wenn du nicht Auto fahren kannst, dann mit dem Bus. Gibt es ja auch eine Busverbindung. Ne? Ah, da bist du nicht allzu weit weg von Zittau. Ehrenhut, ein schönes Jahr. Ja, Herrnhut ist schön, ja. Und hier dort. Langweilig. Und dort vorne, da gibt's. Also hier, das ist eine ziemlich teure Tankstelle. Da guck mal, Benzin ins 73 und Diesel ins 60, ne? Dass da überhaupt jemand tankt, das wundert mich immer wieder, ne? Ja. Also ich tanke ja nicht, wenn ich in Deutschland nur, wenn ich jetzt Fernverkehr fahre, dass ich in Deutschland tanken muss, weil ich sonst nicht mehr zurückkomme. Aber ansonsten sehe ich immer zu,
Ich tank nur in Polen, weil da habe ich jetzt mit meiner Flottenkarte kriege ja noch einen Rabatt. Das letzte Mal habe ich umgerechnet 1,35 bezahlt, ne? Weil ich rechne das dann immer, weil ich sehe es ja dann auf die Belege. Ne? Ja, und hier ist auch immer so ein Oldtimer-Treffen hier links. Ich glaube, das war dieses Jahr schon, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Da habe ich auch ein Video davon. Ja genau, das fällt mir gerade was ein. Vorhin, wer jetzt von euch von Anfang an dabei ist, ich habe was erzählt von Playlists, die ich auf meinem Kanal habe. Ich habe auch eine Playlist über Oldtimer-Sachen, wo ich auf so verschiedene Treffen fahre. Und jetzt am Wochenende war ich wieder in Chemnitz, da hier im Landkreis Görlitz, in dem Chemnitz mit K geschrieben, auf dem Bulldog-Treffen. Der Video ist aber nichts noch nicht online, den muss ich erst noch bearbeiten. Der kommt aber die nächsten paar Wochen irgendwann dran. Die letzte freie Tankstelle im Deutschland. Ja, die letzte freie, ja. Was ich jetzt noch sagen wollte, wir waren auch neulich in Bautzen auf der Flugschau. Da habe ich auch ein Live-Video gemacht davon. Da kommt auch noch ein normales Video. Und da bin ich auch mit dem russischen Panzer gefahren. Da kommt dann auch ein Video davon. Eine Runde mit dem Panzer gedreht über den Übungsplatz, also nur so eine kleine Runde, ne? Ein paar Minuten lang. Ne? Wer schon in Bautzen war auf der Flugschau, der kennt das mit Sicherheit, weil das ist da jedes Jahr so. Und was ist das für ein Panzer? Ein BMP, glaube ich, ne? Heißt der BMP. Und ich habe es auch in der Videobeschreibung dazu geschrieben, was das ausgesprochen heißt in Russisch, aber dazu jetzt kein Kommentar, weil das kann ich jetzt nicht auswendig zitieren, wie genau der Panzer ausgesprochen wird. Das nicht. Hat man schon wieder ein Funkloch? Ja, das ist ach wahr. Sobald irgendwas ist hier die Verbindung weg. Ne? Das ist einfach Wahnsinn. Ach ja, weil wir gerade auf Löbau zufahren, da kommen jetzt dann, ich glaube dieses Wochenende schon, oder in 14, irgendwann kommt die Löbauer Klassiktage, das ist auch so ein Oldtimer-Treffen. Das ist jetzt im September, soweit ich weiß, aber ich kann mir jetzt nicht genau das Datum sagen, wann das ist, aber da werde ich natürlich auch ein Live-Video davon machen. Da gehe ich natürlich hin auf die Klassiktage, das ist ja klar. Und wenn es wo mit alten Autos zu tun hat, und da bin ich immer dabei, wenn es nicht zu weit zu fahren ist. Also klar, dass ich jetzt nicht nach Hamburg rüberdüse, nur um irgendein Oldtimer-Treffen zu sehen, aber wenn es irgendwo in der Nähe ist, wo ich nicht weit zu fahren habe, bin ich da dabei. Da spielt es auch keine Rolle, wo die Autos herkommen, ob das Ost- oder Westfahrzeuge sind, Hauptsache das sind alt. Ne? Und auch Fahrzeuge, wo ich früher nie gefahren wäre damit, wo ich gesagt habe, ach, was willst du mit der Karre, aber wenn ich sie heute als Oldtimer sehe, sage ich, ey, guck, cool, ne? Ich lese den hier. Und wenn ich es jetzt sehe, ich erinnere mich noch wie das 90, wo überall die Trabants irgendwo am Straßenrand gestanden sind und halb zerdeppert und ausgeschlachtet und niemand hat sich mehr dafür interessiert. Ne? Und heute geben die Leute einen Haufen Geld aus, um die wieder zu restaurieren und jeder ist stolz drauf, wenn er den hat. Ne? Wenn man überlegt, wenn man sie damals aufgehoben hätte, ne? Aber damals war es halt einfach nur eine alte Karre, die niemand mehr sehen wollte. Ne? Und heute, ich sehe auf diesen Oldtimer-Treffen, aber nicht alte Leute, wo man sagt, ja, die haben früher als die DDR noch war, so ein Auto fahren. Nee, junge Leute, 20-Jährige, die so ein
Autofahren, das doppelt so alt ist wie sie. Ne? Und das ist aber gut so, dass es auch noch die Jünger gibt, die die alten Karren weiter pflegen und so. Ne? Ich habe ja ich auch nicht anders. Ich habe ja meine Ami-Autos aus den 70er Jahren. Ne? Die habe ich auch nicht als junger Bursch selbst gefahren. Die habe ja die auch gekauft, da waren sie schon alt. Ne? Ja, und da vorne ist Löbau. Und da links ist jetzt dieser, wie heißt der? Fressmann. Fressmann, ja. Große Kreisstadt Löbau. Ja, aber Löbau ist doch gar keine Kreisstadt mehr. Das gehört jetzt zum Landkreis Görlitz. Auch wenn es die Länderkennung ÖB wieder gibt. Ne? Und ich habe übrigens die R dran. Ne? Schreiben sind wir schon da. Ja, jetzt sind wir in Löbau. Da vorne links geht es Richtung Kaufhalle. Kaufland, Kiek. Kiek und was da alles dabei ist, das Einkaufszentrum. Wir fahren jetzt geradeaus in die Stadt rein. Und hier links an der nächsten Ampel geht es links zum Aldi runter. Ne? Bis zum Aldi kann man noch fahren und dann ist die Straße gesperrt, weil die tun da irgendwelche Leitungen verlegen. So, jetzt fahren wir hier über die Brücke. Hier rechts ist der Park. Aber ich finde es ein bisschen schade, in Löbau ist nicht viel los, ne, wenn du da guckst. Viele Geschäfte sind zu, ne, Ja. und Viele Häuser leer auch. und Guck viele wieder. Häuser stehen leer und da fällt schon bald auseinander. Ja. Hier auch. Ein paar sind schön saniert, das sieht gut aus, ne, aber es gibt aber auch viel, wo einfach nichts vorangeht. Und da hinten in der Siedlung, wo die Arbeiterschließfächer sind, da haben sie ja ein paar platt geklopft. Ne? Zum Durchfahren schon. Ja, zum Durchfahren schön. Ja. So, und jetzt hier ist ja, früher war das hier mal Einbahnstraße in der Richtung, wie wir jetzt fahren. Und seit ein paar Jahren darf man da auch im Gegenverkehr fahren. Und wenn ich da im Gegenverkehr fahre, dann raunzt mich mein Navi immer an. Sie fahren in die falsche Richtung, ne, weil es das einfach noch nicht kapiert hat, dass das mittlerweile andersrum ist. Und da vorne durch die Innenstadt kann ich jetzt natürlich nicht fahren, weil ich den Anhänger hinten mitschleife. Und jetzt fahren wir hier rum. Und geradeaus wird es Richtung Weißenberg gehen.
und hier, das war auch mal Einbahnstraße, das ist auch jetzt anders. Und da links ist ein Edeka, den gibt es auch noch nicht so lang. Für den Fall, dass jetzt jemand zuschaut, der mal früher hier gewohnt hat und jetzt nicht mehr hier wohnt. Ja, und hier links war mal mein Hausarzt, der ist jetzt auch in Rente gegangen dieses Jahr. Ja, schade. Musste ich mir einen neuen Hausarzt suchen. Bei dem neuen ist es so hektisch, da sind so viele Leute und da muss man sich anmelden vorher und so. Und bei dem alten hier, da bin ich einfach hingegangen, wenn ich was hatte. Und Das ist schon ein Hausaufleger. Guck. ja, und hier da geht es zum Haus Schminke, da rechts runter. Hier fahren wir jetzt durch das Gewerbegebiet. Rechts ist die Dekra. Die sind ganz in Ordnung da. Da bringe ich auch immer meine Karren hin. Ach, da hast du ihn gesehen, ein alter B1000 Pritschenwagen mit NVA-Lackierung. Der stand hier für der TÜV an, für die Inspektion an. So, und da vorne ist der Rasthof und wir fahren jetzt hier rein. So, die Tanke kennt ihr bestimmt auch. Und bevor wir jetzt da hinfahren, tue ich noch schnell eure Kommentare lesen. Oh, jetzt haben wir viele Kommentare. Marianne Simmers, wer ist List? Ja, Marianne, we are driving from Zittau to Löbau in Eastern Germany, near the border of Poland. Leuschner Christian, viele Grüße in die Heimat, Vater, mal richtig krank. Ja, das hätte ich gern gemacht, aber da war es zu spät dran. Andreas Igelhaut. Igelhaut, bist du verwandt mit dem Igelhaut, die da diese Mercedes-Geländewagen bauen? Das ist, glaube ich, irgendwo in Ochsenfurt, kann das richtig sein? Ist doch Ochsenfurt, ne? Ja, Garpur, Wolfgangson, ja, das stimmt tatsächlich, das habe ich auch schon festgestellt, dass das Netz in Polen besser ist. Anneliese Heller, Dankeschön. Ja, das Netz wird immer mal weg. Jetzt sind wir hier. Thomas, Carlo, Juhu, Commute weiter. Ja, Dankeschön, du bist offenbar ein Berliner. Zumindest nach der Schreibe nach. Thomas, hey ho. Knolle, gleich kommt Herrnhut. Ja, da sind wir jetzt auch schon durch. Thomas in Zittau geboren. Und Knolle wohnt jetzt in Löbau. Und der Thomas wohnt in, wo? Thomas wohnt jetzt, glaube ich, nicht in Löbau. Letzte freie Tanke in Deutschland. Ja, diese freie Tanke da, wo wir gerade vorbeigefahren sind, die kommt mir aber ein bisschen teuer vor. Die kostet immer mehr wie die anderen. Ne? Ja, Knolle, wir sind jetzt da, wir sind jetzt in Löbau und zwar hier an der Tanke. Ich tanke jetzt hier nicht, ich bin jetzt hier noch reingefahren, weil ich schnell ich will hier noch schnell Lottoschein machen. Ne? So, gute Fahrt, mein Bester. Ja, Dankeschön, Thomas. Ja, du wohnst jetzt woanders, Thomas, ja. Alles klar, ja.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, weil ich muss jetzt hier noch was erledigen. Und schaut mal wieder rein, wenn ihr gerne mal wieder so eine Tour mitfahren wollt. Kanal abonnieren. Ne? Und dann wünsche ich noch eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.